Ich dachte, ich wüsste alles über diesen Indikator, aber ich habe noch nie solche Ergebnisse erzählt. Hallo Leute, heute haben wir eine detaillierte Erklärung des Indikators Awesome Accelerator. Ich werde euch sagen, was er ist, wie man ihn benutzt, um Gewinne zu erzielen und wie er euch helfen kann, Marktbewegungen zu verstehen. Ich benutze diesen Indikator oft. Er ist sehr informativ und gibt gute Signale. Wenn Sie also Ihr allgemeines Marktverständnis wissen und effektiver handeln wollen, sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an. Ich werde Ihnen meine gesamte Erfahrung beim Handeln mit diesem Indikator zeigen. Und heute werden wir versuchen, unsere Einlage mindestens zu verdoppeln. Für den Anfang fügen wir den Indikator hinzu. Das ist ziemlich einfach. Auf Bucket Option klicken wir in der oberen linken Ecke auf das Indikatorenmenü und suchen nach Awesome Accelerator. Das war's schon. Wir ändern keine der Einstellungen. Der Stil ist ebenfalls Standard. So sieht der Indikator aus. Es gibt eine Linie, die als 0 markiert ist. Hier. Wie kann man den Indikator verwenden? Wenn wir vertikale Linien wie diese zeichnen, einen Moment, hier ist der Indikator unter 0, zum Beispiel hier, etwa hier, es gibt einen Abwärtstrend auf dem Markt. Wir waren an diesem Punkt. Und dann, wenn der Indikator die Nulllinie nach oben kreuzt, ist der Preis niedriger. Das deutet auf einen Abwärtstrend hin. Das gleiche passiert bei steigenden Trends. Hier ist ein Teil eines Aufwärtstrends. Was sehen wir hier? An diesem Punkt beginnt sich der Trend zu bilden und genau hier endet der. Und wir sehen einen steigenden Trend. Die Regel lautet also, wenn der Indikator über 0 liegt, ist der Trend steigend. Wenn er unter 0 liegt, ist der Trend rückläufig. Bei den Trends ist alles klar. Jetzt wollen wir Signale herausfinden. Um ein Einstiegssignal zu finden, müssen wir eine wellenförmige Bewegung finden. Wir brauchen die erste Welle, wie diese, und die zweite Welle wie diese. Beide Wellen müssen über 0 liegen und der Indikator muss sich nach unten bewegen. Die Linie, das sind die notwendigen Bedingungen. In dieser Situation sehen wir, dass die erste Welle höher ist als die zweite. Dies ist ein Signal. Wenn also der Indikator mit der ersten roten Linie zu fallen beginnt, verstehen wir, dass eine Abwärtsbewegung begonnen hat und wir können ein Geschäft für eine Abwärtsbewegung innerhalb des kleinen Abwärtstrends machen. Noch einmal, wir brauchen 2 Wellen, beide über 0. Die 2 Wellen, beide über 0. Die erste muss höher sein als die nächste. Mit der Abwärtstendenz des Indikators ist auch die Grafik rückläufig. Und wie sieht es mit Kaufsignalen aus? Ich hoffe, das ist klar. Für Kaufsignale gilt die gleiche Regel, aber umgekehrt. Wir suchen nach 2 Wellen, aber unter 0. Hier sind sogar 3 Wellen. Wir werfen einen Blick auf die Grafik und erkennen, dass der Indikator eine steigende Tendenz aufweist. Dies ist also ein Kaufsignal und zwar auch dieses. Danach steigt die Grafik an, bis der Indikator wieder die 0 überschreitet. 2 Wellen unter 0. Die erste Welle ist niedriger als die zweite. Die 2 Wellen, die beiden sind unter 0. Hier ist also die Tendenz zum Kauf und hier die Tendenz auf Verkaufen. Alles ist ganz einfach. Üben wir. Eröffnen wir das erste Geschäft für einen Anstieg. Alles ist identisch.
mit dem, was ich gezeigt habe, zoomen wir heran und sehen wir es uns an. Wir sehen zwei Wellen und ziehen eine Linie durch sie. Die erste Welle ist niedriger als die zweite und da der Indikator unter 0 liegt, ist das ein Kaufsignal. Hier eröffnen wir ein Kaufgeschäft und die Grafik steigt von diesem Punkt an hier. Natürlich hätten wir hier früher einsteigen müssen, aber da sich der Trend wahrscheinlich fortsetzen wird, eröffne ich das Geschäft trotzdem. Noch eine Sache, die wir uns merken müssen: Wir teilen unseren Kontostand durch 7 und schließen mit diesem Betrag Geschäfte ab. Warum, erkläre ich etwas später. Mein Kontostand lag bei $800, also habe ich mein erstes Geschäft mit $100 gemacht und schon Gewinn gemacht. Weiter geht's. Wir beobachten aktiv diese Grafik. Es besteht die Möglichkeit der zweiten Welle, so habe ich einen Deal zur Senkung geöffnet. Zeichnen wir die Linie von einer Welle zur anderen. Es gab zwei grüne Linien hier und die nächste ist rot, weil sie niedriger ist als die vorherige. An diesem Punkt wird die sich bildende Welle unserer Grafik nach unten führen. Zurück zum Risiko- und Geldmanagement. Ich teile die Einlage durch 7, weil ich dann 2 weitere Chancen hätte, ein verlorenes Geschäft zu kompensieren. Wenn zum Beispiel dieses $100 Geschäft verloren geht, würden wir ein weiteres mit $200 eröffnen. Früher oder später würde das reinfallen. Das nächste Geschäft würde unseren gesamten Verlust ausgleichen. Selbst wenn das zweite $200 Geschäft verliert, wir eröffnen ein weiteres mit $400. 400 plus 200 plus 100 ist $700. Das ist das, worüber ich gesprochen habe. Die Einlage muss mindestens 7-mal größer sein als Ihr Geschäft. Ich hoffe, dass ich es schaffe, diese Strategie in Aktion mathematisch zu demonstrieren, nicht nur in Praxis. Schauen Sie sich also dieses Video bis zum Ende an, um sicher zu verstehen, wie es funktioniert. Sehen Sie, was passiert. Die zweite Welle bildet sich. Auch hier ist alles ganz einfach. Ich muss nach Währungspaaren suchen, da es nicht viele solche Beispiele gibt, obwohl diese Signale viel besser als die meisten anderen Indikatoren sind. Ich werde später noch eine andere Möglichkeit zeigen, diesen Indikator zu verwenden, aber die Hauptstrategie ist für diese zwei Wellen. Es gibt auch weitere Wellen. 1, 2, 3 Signale. Hier, super, wir steigen beim dritten Signal ein, der Markt beginnt zu fallen und wir werden wahrscheinlich einen Gewinn erzielen. Wir sehen auch, dass die Welle niedriger ist als die vorherige, auf die ein Rückgang folgt. Hier ist die Situation ähnlich. Die zweite Welle ist niedriger, also folgt auf das Muster ein Rückgang. Alles ist sehr einfach. Es ist nur wichtig, keinen Fehler zu machen und Fehler können manchmal dumm sein. Zum Beispiel könnte man hier die zwei Wellen sehen und anfangen nach unten zu handeln, wobei man völlig vergisst, dass die erste Welle höher sein muss als die zweite. Der Indikator bewegt sich in dieser Weise. Man könnte beschließen, auf fallende Kurse zu setzen, aber der Markt steigt weiter. Der Fehler ist der falsche Einstieg. Die Wellen sollten unterschiedlich sein. Wir haben dieses Beispiel aufgeklärt, der Indikator senkt und der Markt steigt auf. Ich hoffe, es ist alles klar, also weiter geht's. Klären wir diese Signale auf, der Indikator ist nahe bei 0, eröffnen wir ein Geschäft aufgrund des Signals. Wir haben zwei Wellen. Die erste hier und die kleine hier. Die Linie senkt sich, also haben wir ein Geschäft wegen der Senkung eröffnet, wenn auch etwas spät. Das Signal ist hier ein wenig anders.
Wir können auch die einfache Kreuzung der Nulllinie verwenden. Davon spreche ich. Oder das hier. Hier, das könnte auch ein Signal sein, aber man sollte vorsichtig sein. Wir erhalten dieses Signal mit der ersten Kerze und eröffnen ein Geschäft mit der zweiten Kerze. Das ist ein Kaufsignal. Es ist ziemlich zuversichtlich, da der Markt weiter steigt. Grundsätzlich gilt, wenn der Indikator die Nulllinie nach unten kreuzt, ist das ein Signal zum Verkauf. Wenn er nach oben geht, ein Kaufsignal. Ich habe diese Regel bei diesem Geschäft angewendet. Hier ist die Kreuzung der Linie. Der Indikator begann abwärts gerichtete Linien zu zeigen und wir sehen, dass die Grafik noch eine Weile bis zum nächsten Niveau fallen wird. Wir sind hier fertig. Weiter geht's. Wir steigen hier sofort ein. Die Nulllinie wird gekreuzt, was ein Signal für den Verkauf ist. Hier ist die Kreuzung. Der Markt ist jedoch in entgegengesetzte Richtung gegangen. Ist es also an der Zeit, dass ich Ihnen die mathematische Strategie demonstriere. Mit diesem Impuls eröffnen wir ein weiteres Geschäft zum Absenken. Mein Ziel ist es, dass der Markt weiter sinkt. Hier sehen wir die Welle, die zu fallen beginnt. Und jetzt muss ein Abwärtstrend beginnen. Wie ich eingangs sagte, bedeutet ein Indikator unter 0 einen Abwärtstrend, über 0 einen Aufwärtstrend. Schauen wir mal, was wir haben. Das erste Geschäft verliert vorhersehbar, aber das zweite muss aufgrund seines Vorteils mit Gewinn abschließen. Noch ein paar Sekunden. Ich bin sicher, dass alles gut ist. Also Leute, wir bekommen ein Signal zum Verkaufen. Ich warte auf einen kleinen grünen Impuls und steige an. Hier wurde die Nulllinie gekreuzt. Wir könnten hier Gewinn machen, aber ich habe die Grafik etwas später gesehen. Also haben wir einfach einen Moment gewartet, um einzusteigen. Wir haben hier auch eine horizontale Ebene, an der die Grafik abprallen kann, aber heute handeln wir nur mit den Signalen des Indikators, nicht mit Trends und Niveaus. Sie sollten zustimmen, dass wir heute gute Ergebnisse erzielen. Das Geschäft wird bald abgeschlossen sein. Ich möchte sagen, dass wir heute ein erstaunliches Ergebnis erzielt haben und den Kontostand um mehr als 1,5 vervielfacht haben. Das Geschäft wird geschlossen. $1.300 auf unserem Kontostand. In diesen 20 Minuten des Handels haben wir einen Gewinn von 80% von unserer Einlage sicher und ohne Anstrengung erhalten. Super. Eröffnen wir ein Geschäft für den Aufstieg. Wir hatten mindestens 2 Signale. Lassen Sie uns diese klären. Erstens, der gesenkte Indikator bewegt sich in Richtung 0. Zweitens, die Linie wird gekreuzt. Die ersten grünen Linien erscheinen oberhalb von 0. Also sollte der Markt anfangen zu steigen. Aus diesem Grund eröffnen wir ein Geschäft für steigende Kurse. Wir werden sehen, wie es läuft. Ich öffne die Grafik S5 für eine genauere Beobachtung. Noch ein paar Sekunden. Wir warten. Das Geschäft wird ohne Probleme geschlossen. Super, weiter geht's. Wir erwechseln einen Einstiegsmoment. Ich habe ein Geschäft für einen Einstieg auf diese roten Kerzen eröffnet. Auch diese Situation ist einfach. Der Abwärtstrend des Indikators geht in Richtung 0. Hier sind die Wellen. Hier, jede von ihnen ist niedriger als die vorherige. Offensichtlich ist diese kleine Welle näher an 0. Wir verstehen, dass der Abwärtstrend nachlässt, also muss er in einen Aufwärtstrend übergehen, was wir im Moment sehen. Alle unsere heutigen Geschäfte sind sehr gut. Das ist gut, auch wenn ich die mathematische Strategie ganz demonstrieren wollte. Super, wir machen weiter.
Wir steigen in ein weiteres Geschäft ein, das dem vorherigen ähnlich ist. Die Abwärtstendenz des Indikators bedeutet, dass der Markt zu steigen beginnen muss. Wenn der Oszillator auf 0 zusteuert, deutet dies auf einen Trendwechsel hin. Wir haben gerade die Trendumkehr aufgrund dieses Indikators erwächst. Der aktuelle Einstieg ist sehr schön. Die Grafik ist steigend, diese Kerze muss grün schließen und wir werden einen Gewinn erzielen. Warten wir jetzt. Tolle Beispiele wurden in diesem Video gezeigt. Lassen Sie uns die letzten Geschäfte machen und zusammenfassen. Los geht's. Hier sehen wir, wie sich die zweite Welle bildet. Jetzt ist das Signal für eine Senkung, da die Linien über 0 anfangen zu sinken. Grundsätzlich bilden sich Wellen, wenn eine Kerze mit einer anderen Farbe erscheint. Hier war der Indikator steigend und jetzt beginnt er zu fallen. Das wird dazu führen, dass auch der Markt fällt. Es ist okay, wenn der Fall nicht sofort eintritt, die Situation ist unsicher, aber das Geschäft schließt mit Gewinn ab. Alle unsere letzten Deals waren gewinnbringend. Man kann hier sogar weiter auf fallende Kurse setzen. Der Trend ist eindeutig fallend. Der Indikator fällt weiter. Beobachten wir die letzte Handelssituation und fassen wir zusammen. Ich hoffe, alles heute ist klar. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Wir handeln weiter auf fallende Kurse. Dieses Mal eröffne ich ein $200-Geschäft, um den vorherigen Verlust auszugleichen und zusätzlich zu verdienen. Also Leute, wenn ihr Signale von ähnlichen Indikatoren für andere Strategien erhalten wollt, vergesst nicht meinen kostenlosen Telegram-Kanal, wo ich täglich kostenlose Handelsempfehlungen poste. Folgen Sie dem Kanal über den Link in dem angehefteten Kommentar und machen Sie noch heute Gewinn. Heute haben wir unser Ziel mit der Verdoppelung der Starteinlage erreicht, ohne ein Risiko einzugehen. Unsere Geschäfte waren klein am Vergleich zu unserem Kontostand. Der Handel war recht konservativ, dennoch konnten wir ein phänomenales Ergebnis erzielen. Ich wünsche allen ein erfolgreiches Handeln. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.